Hier kommt eine Zeitreise mit Doppelsprung. Der Game Boy Color kann mehr als Pikachu Gelb. Heute ziehe ich 25 Jump'n'Runs aus der Modulkiste. Von Oh, das gab's im Pod bis zum Na klar, Klassiker. Ich zeige dir, was wirklich Spaß macht. Nackige Sprünge, clevere Levelideen, fiese Fallen und kleine Tricks, die Nintendo nie erklärt hat. Zwischendurch gibt's Überraschungen, ein paar Aua schon wieder runtergefallen Momente und garantiert null Ladezeiten. Wir pusten die Cartwrights schließlich fachgerecht an. Bleibt bis zum Ende, denn Platz 1 hat sich seinen Thron ehrlich ersprungen. Controller festhalten, Münzen einsacken, los geht's nach dem Intro. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload. Warning. 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 System overload critical. Warning. 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 Willkommen in der Ameisenkolonie. In Ents steuerst du Z durch enge Gänge, Wurzeln und Menschenwelten. Du hüpfst über Blätter, kletterst Grashalme hoch und beißt Insekten, Regentropfen und Stiefeln aus. Abwechslungsreiche Aufgaben, kräftige Grüntöne, große Sprites und ein witziger Soundtrack. Kein Meisterwerk, aber ein charmanter Filmplattformer mit Retro-Flair. Baby Felix Halloween, ein freundlicher Gruselplattformer, Kürbisfelder, Geisterhäuser, lederne Bretter. Gegner umgehst du lieber, als sie zu besiegen. Viele Speicherpunkte und gut lesbare Treffer machen es angenehm. Bunte Grafik und fröhlich spukige Musik. Perfekt für eine kurze, leichte Runde. Bold and Glory mit Tulio und Miguel hüpfst du über Stacheln und Fallböden, schwingst an Seilen und öffnest Bodenplattentüren. Die Level sind kurz, fair und klar aufgebaut. Kleine Sammelräume, witzige Zwischenszenen und schöne Dschungelbilder machen Lust weiterzuspielen. Die Dalmatiner sind los. Als Domino oder Oddball erkundest du Parks, Häuser und eine Spielzeugfabrik. Du sammelst Knochen, befreist Welpen und schaltest Schalterfolgen. Laufbänder, Kisten und kleine Roboter sorgen für Bewegung. Familienfreundlich, farbenfroh und länger als man denkt. Duke Nukem. Duke springt, ballert und sprengt sich durch Fabriken und Alienbasen. Du fährst mit Aufzügen, suchst Schlüsselkarten und nutzt besser zu deinem Vorteil. Die Steuerung ist direkt, die Gegner verhalten sich berechenbar, laut, simpel, macht Laune. Früher war Samstagvormittag immer Looney Tunes Zeit. Viele kurze Episoden mit Bugs, Tess, Daffy und Co. Jede Figur hat ihr kleines Extra. Tess bricht Wände, Bugs gräbt, Daffy braucht gutes Timing. Viele Abwechslung, schnelle Gags, keine langen Hänger, ein bunter Happen für zwischendurch. Lässig Bubble Bobble von 2000. Ein Bildschirm, viele Gegner. Du bläst sie in Blasen, lässt sie platzen und sammelst Süßes ein. Kurze, knackige Runden, klare Steuerung und immer die Frage, schaffe ich noch eine Kette? Ein zeitloser Punktespaß mit einfachem, gutem Spielgefühl.
Wir gehen in den wilden Westen mit Lucky Luke. Zugdächer, Saloons, Minen. Luke springt genau, feuert kurze Schüsse und reitet durch den Westen. Lorenfahrten, kleine Sprengungen, leere Speicherpunkte und Endgegner mit Trick dahinter. Lockerer Humor und pfeifende Westernmusik. Sehr sympathisches Game. Wer kennt sie nicht? Asterix und Obelix. Durch gallische Dörfer und römische Lager. Asterix ist flink, Obelix stark. Kisten, brüchige Böden und Katapulte bringen Tempowechsel. Trank bringt kurz Kraft, versteckte Ecken belohnen neugierige Spieler. Liebevoll gezeichnet, humorvoll, solide spielbar. Unsere erste Japan-Perle Daiku no Gensan erschien nur in Japan. Bauarbeiter Gen haut mit dem Hammer Hindernisse weg, öffnet Abkürzungen und klopft Endgegner mit richtigem Abstand. Baustellenlifte, schmale Gerüste und kleine Fallen halten nicht wach. Klare Steuerung, satter Schlagsound, frische Farben, ein mega starkes Spiel. Auch Donkey Kong Country 3 erschien nur in Japan. Die farbige Fassung von Donkey Kong Country 3 mit Dixies Schwebedrehung und Dinkys Sprungkraft löst du das Fassrätsel, kletterst an Seilen und schwimmst gegen Strömungen. Bessere Grafik, angenehme Musik, viele Bonusräume für Donkey-Fans ein Schatz. Blaster Master Enemy Below von 2000, drin der Panzer für Speed, 1000 zu Fuß für enge Gänge und Bosse. Upgrades öffnen Wege, Abkürzungen sparen Routen. Kämpfe sind methodisch, nicht brachial, lesbare Karten, dezent Parallax. Ein überraschend tiefes Taktik-Plattform-Abenteuer. Der König der Löwen, Simbas Abenteuer von 2000. Vom jungen Löwen zum König, du kletterst, springst, brüllst Gegner an und springst auf sie drauf. Die Flucht vor der Tierherde treibt das Tempo. Warme Farben, vertraute Melodien, einfach ein gutes Gefühl, das man gerne nochmal spielt. Ein absoluter Klassiker war Tintin im Tibet von 2001. Klettern, Rutschen, Balancieren im Schnee, Lawinen und Wind bringen Spannung. Doch die Speicherpunkte sind fair. Gerade gemalte Hintergründe und ruhige Musik tragen die Stimmung. Nicht laut, aber sehr fein. Ein stilles Abenteuer mit klaren Aufgaben. Anderlei, Anderlei! Speedy Gonzales schafft es zwar nicht ganz in die Top 10, aber Speedy ist wirklich schnell. Du hängst Sprünge aneinander, nimmst riesige Abkürzungen und rettest Freunde aus Käfigen. Gegner sind Hindernisse im richtigen Takt. Knallig, übersichtlich, mit einem Rhythmus, der einen sofort packt. Natürlich darf Donald Duck auch nicht auf dem Gameboy fehlen. Walk Attack von 2000. Donald rennt, rutscht und schippt sich durch bunte Level. Sprungreihen, Rutschstrecken, stapelbare Kisten und Endgegner mit klaren Hinweisen. Viele sammelbare Bilder, witzige Animationen, gutes Tempo, ein echter gute Laune Plattformer. Wir kommen in die Top 10 mit Mega Man Extreme 2. Du wechselst zwischen X und Zero, je nachdem was gerade hilft. Wandsprünge, schnelle Dash, Laserfallen und bewegte Plattformen fordern sauberes Timing. Die Waffen der Bosse kontern sich gegenseitig, hart, fair, aber sehr befriedigend.
Teil 1 erschien ein Jahr zuvor Mega Man Extreme. Kompakt, aber voll Mega Man Wars. Wandsprünge, Dashs, enge Trefferfenster, jeder Fehler ist verständlich. Jede neue Waffe öffnet eine frische Route. Klare Grafik, kräftige Geräusche, zackige Lernkurven, genau das, was Fans wollten. Shantae von 2002 war der absolute Fan-Favorit und eines der buntesten Spiele für den Game Boy aller. Ihr peitscht mit Shantae mit dem Haar, tanzt Verwandlungen frei und verbessert Ausrüstung im Dorf. Dungeons haben Schlüssel und kleine Rätsel, wunderschöne Animationen, tolle Musik, ein super tolles Abenteuer. Überraschend nicht in den Top 5 die Super Mario Bros. Das NES-Original in Farbe mit Extras, Wettläufe, Herausforderungen, Bonuswelten. Die Steuerung ist exakt, die Level kurz und motivierend. Perfekt, um Bestzeiten zu jagen und trotzdem gemütlich zu spielen, wenn man will. Und wir starten in die Top 5 mit Wario Land 2 von 1999. Mario kann nicht sterben, er verwandelt sich als Feuerzombie oder Balloon Wario. Öffnest du neue Wege, findest Tresore und geheime Ausgänge. Kein Zeitdruck, nur neugieriges Erkunden. Dicke Figuren, witzige Geräusche, ein herrlicher Humor. Auf Platz 4 schafft es Spawn von 1999. Ein düsterer Held, schnelle Kämpfe mit Ketten, Tritten und kurzen Schüssen hältst du Gegner in Schach, meidest Flammen und bröckelnde Böden und schwingst am Haken weiter. Starke Kontraste, ein kräftiger Sound, wirkt hart, spielt sich aber erstaunlich glatt. Einer meiner Favoriten, Asterix auf der Suche nach Idefix. Ihr spielt entweder mit Asterix oder Obelix und kämpft euch durch 6 verschiedene Welten. Es werden verschiedene Arten von Missionen angeboten, Eliminierung von Feinden, Reflexrennen, Hindernisparcours und so weiter. Und schon wieder starten die Looney Tunes durch mit Carrot Crazy. Bugs gräbt, Lola springt doppelt, 2 Figuren, 2 Stile. Du sammelst Karotten, suchst kleine Nebenräume und drückst einfache Schalter. Gegner sind eher Hindernisse im richtigen Moment. Und schnell, voller gute Laune, macht sofort Spaß. Und unangefochten auf Platz 1 Rayman von 2000. Gleiten, greifen, schlagen, Raymans Bewegungen greifen wunderbar ineinander. Die Level bauen schöne Sprungkombinationen auf, bewegte Plattformen und versteckte Wege halten bei Laune. Weiche Animation, ein treibender Klang und starke Farben. Ein Handheld-Vorzeigspiel, verdient absolut Platz 1. Danke fürs Dranbleiben ohne Extra-Leben. Wenn es dir gefallen hat, gib ein Like und abonniere den Kanal. Sonst mobst Wario deine Münzen. Schreib deinen Favoriten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Run. Engage cybernetic generation sequence. Malfunction detected. System overload.